Die Eurobike steht vor der Tür und das heißt, es wird Zeit für eine neue Eurobike Insights Folge. Are you ready? Let's go! Seit dem letzten Jahr ist einiges passiert hier in Frankfurt und genau deshalb möchte ich heute zwei Dinge herausfinden. Erstens, was ist eigentlich los auf Frankfurts Fahrradstraßen? Und zweitens, was hat sich die Eurobike und die Stadt Frankfurt überlegt, um noch mehr Unternehmen für Lastenräder zu begeistern? Und um die erste Frage herauszufinden, treffe ich niemand anderen als Stefan Lüdecke, den Leiter der Stabsstelle Radverkehr hier in Frankfurt. Hi Stefan, schön Hallo dich zu Tutin, sehen. ja ebenso. Schickes Fahrrad. Ja, danke sehr. Hi. Stefan, als Fachbesucherin ist das RMV-Ticket inkludiert in dem Eurobike-Ticket. Aber wenn ich nicht mit den Öffis zur Eurobike möchte, wie komme ich denn am besten dorthin? Wenn man nicht mit den Öffis unterwegs ist, dann natürlich am besten mit dem Fahrrad. Die Messe schildert natürlich auch wieder die Radrouten aus. Da habe ich einen Übersichtsplan dabei, den kann ich dir gerne mal zeigen. Einmal, wie komme ich vom Hauptbahnhof direkt zur Messe und dann, wie ich am besten in die Innenstadt komme, an das Mainufer. Einige können sich vielleicht erinnern, wie es auch im letzten Jahr schon war. Die Eurobike hat diese tollen Schilder hier entwickelt. Die werden dann auch im Stadtgebiet zu sehen sein. Welche Maßnahmen habt ihr denn seit dem letzten Jahr bereits umgesetzt? Ja, wir waren sehr fleißig seit dem letzten Jahr. Wir haben weitere Fahrradstraßen eingerichtet, zum Beispiel im Grüneburgweg und im Kettenhofweg. Kettenhofweg würde ich dir gerne auch später zeigen. Und genauso haben wir auch an den Hauptverkehrsstraßen einiges gemacht. Wir waren ja letztes Jahr an der Friedberger Landstraße. Da gibt es auch eine super Verbesserung. Und ja, vor allem haben wir hier im Umfeld der Messe uns so die Schwachstellen angeschaut, damit die BesucherInnen natürlich besser zur Eurobike kommen und auch zum Nationalen Radverkehrskongress. Na dann, zeig mir mal die Stadt, Stefan. Jawohl, los geht's. Stefan, was hat es mit dieser Station auf sich? Ja, das ist eine Fahrradreparaturstation. Die haben wir hier bewusst in der Nähe der Messe aufgestellt, um einfach kleine Reparaturen ermöglichen zu können. Wie geht das Ganze auf? Oder ich sehe die Pumpe da, aber... Genau, also ein Euro wäre gut, ja, so wie man es vom Einkaufswagen im Supermarkt kennt. Das ist ja witzig. Und dann kriegt man hier die Tür auf und dann gibt es hier drin Werkzeug, also wirklich super hochwertige Werkzeuge. Und irgendwo müsste auch der Pumpenschlauch sein. Genau, also hier ist der Schlauch für die Pumpe. Und dann kann ich hier mein Fahrrad aufpumpen. Super praktisch. Und das alles hier in der Nähe der Messe. Der Messe. Also für eine kleine Panne kommt man hier weiter. Hier oben kann man sein Fahrrad reinhängen und kann dann direkt ganz praktisch dann arbeiten auch. Die Hohenstauffenstraße ist eine Einbahnstraße und für RadfahrerInnen aus der anderen Richtung ist das Ganze nicht ganz ungefährlich, hier lang zu fahren. Was habt ihr gemacht, um das Ganze hier sicherer zu gestalten? Ja, wie wir hier drüben sehen, da ist der alte bauliche Radweg. Und da ist man früher hier auf die Straße geführt worden und hatte eben noch nicht diesen breiten Radfahrstreifen und eine kleine Protected Bike Lane. Es waren auch mehrere Fahrspuren, also es kamen einem wirklich viele Autos dann auch entgegen. Da haben wir eine Fahrspur rausgenommen und so ist es natürlich jetzt mit dieser Protected Bike Lane deutlich sicherer. Was habt ihr hier noch verändert? Ja, die Situation für den Fußverkehr ist auch deutlich besser geworden. Wir haben hier eine Querungsstelle. Wir sehen hier dieses Piktogramm für die zu Fuß Gehenden. Dadurch, dass eine Fahrspur rausgeflogen ist, ist es viel einfacher, die Straße zu queren. Dort drüben ist eine Schule. Auch da profitieren natürlich die Kinder, die zur Schule müssen. Wir haben dort drüben Fahrradabstellplätze, neue Fahrradbügel aufgestellt. Also ein richtiges Paket der Verbesserung. Wir sind hier noch im Messeumfeld an der Osloer Straße. Auch hier hat sich jede Menge getan. Was genau habt ihr gemacht?
Ja, wenn man hier auf die Straße schaut, sehen wir auch diesen frisch markierten roten Radfahrstreifen, auch mit einer Protected Bike Lane versehen. Das gab es vorher nicht. Und ich habe das hier auch noch mal als Foto. Ja. Hier sieht Vorher, man die, nachher. Genau, hier sieht man die Vorhersituation. Es gab nur eine schmale, gestrichelte Linie. Und heute haben wir einen breiteren Radfahrstreifen mit der Protection. Und so ist es eben deutlich sicherer. Die Autos halten mehr Abstand. Stefan, das ist die erste haptische Zählsäule für den Radverkehr in Frankfurt. Welche Ziele verfolgt ihr denn genau mit dieser Säule? Ja, die Säule, die soll vor allem den Radverkehr sichtbar machen, den man ja so nicht unbedingt sieht. Ja? Und so wird jeder Radfahrende, der vorbeikommt, wird gezählt. Also wir sehen hier oben 482 Menschen auf Rädern sind hier schon vorbeigeradelt. Insgesamt, also in die eine wie in die andere Richtung. Und die Säule steht jetzt seit Februar hier. Wir haben insgesamt schon über 92.000 Radfahrerinnen, die hier vorbeigeradelt sind. Uhrzeit, Temperatur, auch solche Serviceinformationen werden hier direkt angezeigt. Die Verbindung in die Hohenstaufenstraße gab es ja vorher auch noch nicht, oder? Genau, wir haben hier einen neuen baulichen Radweg angelegt. Man kam sozusagen nur von der anderen Seite legal über die Friedrich-Ebert-Anlage. Das ist komplett neu. Und wir haben hier auch die Barrierefreiheit für die FußgängerInnen hergestellt, Blindenleitsysteme berücksichtigt. Also auch hier eine große Verbesserung für den Fuß- und Radverkehr. Wir stehen hier auf einer frischen Fahrradstraße. Der zweite Abschnitt des Kettenhofwegs wurde in den Osterferien zu Ende gestellt. Und jetzt ist es eine wirklich wunderbare Fahrradstraße. Was macht sie denn so besonders? Ja, der Kettenhofweg ist eine ganz wichtige Verbindung von der Innenstadt Richtung Westbahnhof, Richtung Bockenheim. Es sind insgesamt 1,2 Kilometer, die jetzt als Fahrradstraße ausgewiesen sind. Und heute ist es so, dass die Radfahrenden hier Vorfahrt haben. Früher war das eine rechts vor links, es ist mehr Platz da. Also wir haben in den Knotenpunktbereichen die Roteinfärbung, parkende Fahrzeuge nur noch auf der einen Seite. Der Sicherheitstrennstreifen wurde hier markiert, diese gestrichelte Linie, die helfen soll, Abstand von den Autos zu halten, sodass man eben nicht in die spontan sich öffnende Autotür hineinfährt. Vielen, vielen lieben Dank, Stefan, für deine Einblicke. Für mich heißt es jetzt auf zur Auftaktveranstaltung Flottes Gewerbe und wir sehen uns später am Oederweg. Für Gewerbetreibende ist es nicht immer einfach, das perfekte Lastenrad für die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse zu finden. Genau deshalb hat sich die Eurobike mit der Stadt Frankfurt zusammengetan, um das Projekt Flottes Gewerbe ins Leben zu rufen. Und nach einer erfolgreichen Bewerbungsphase haben wir nun 8 Testpioniere, die die Möglichkeit bekommen, sich A, individuell beraten zu lassen und B, ein Lastenrad für 4 bis 6 Wochen einfach mal auszuprobieren. Und wie diese Testpioniere dieses Projekt finden und vor allen Dingen welches Lastenrad sie sich ausgesucht haben, das finde ich jetzt heraus. Das erste Unternehmen, mit dem ich sprechen darf, ist die Bäckerei Eifler, einer der größten privaten Bäckereien hier in Frankfurt. Herr Gottschalk, warum haben Sie sich als Bäcker Eifler dazu entschlossen, sich für das Projekt Flottes Gewerbe zu bewerben? Also wir möchten erstmal wirklich die Umwelt in Frankfurt schützen. Die Fahrproblematik mit den Autos ist wahnsinnig gefährlich und schwierig hier in Frankfurt. Das Parken überall in den Filialen ist wahnsinnig viel und dafür möchten wir es gerne nutzen. Ich werde jetzt im ersten Step diese ganze Geschichte erstmal testen. Für mich ist es so, ich laufe teilweise wirklich die Filialen von morgens bis abends alle ab. Ich parke in der Nähe vom Kornmarkt, parke ich im Parkhaus und dann fange ich an zu laufen. Ja. Und ich sag mal hier, damit bin ich schon ziemlich flexibel. Welche Einsatzmöglichkeiten sind denn für das Lastenrad geplant? Transport von Brötchen oder was genau planen Sie mit dem Fahrrad zu machen? Also jetzt im ersten Step werde ich
erstmal versuchen, ich sag mal, meinen Alltag damit zu betätigen, von Filiale zu Filiale zu kommen, schnell zur Filiale zu kommen, nicht parken zu müssen und ich sag mal, meine ganzen Utensilien, die ich dabei habe, ich sag mal, schneller zu transportieren. Ja. Ich muss nicht mehr dann, ich sag mal, wenn ich auf einmal eine Kaffeemaschine kaputt habe und es ist irgendetwas passiert oder ich brauche irgendein neues EC-Gerät, ich muss nicht zum Auto wieder laufen und muss es holen, dann wieder zurücklaufen. Ja, das ist schon mit ein Hauptpunkt. Der spätere Step, ja, die Catering-Belieferung ist wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Die Testpioniere spiegeln eine Vielzahl an Branchen- und Einsatzmöglichkeiten dar. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit der Apotheke Medizentrum mit Herrn Roos spreche, um von ihm zu erfahren, warum Sie sich denn für die Testpioniere angemeldet haben und vor allen Dingen ein Lastenrad besitzen. Herr Roos, warum ein Lastenrad? Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, ein Lastenrad zu bekommen für eine Testphase, weil wir jetzt schon sehr viel tatsächlich auch mit dem Fahrrad ausliefern in unserem Stadtteil Ginheim. Der Botendienst nimmt immer mehr zu. Es wird als Service abgefragt und wir haben natürlich dann auch bisher schon versucht, dieser Nachfrage gerecht zu werden. Aber mit einem Lastenrad, denke ich, können wir größere Mengen und auch schwerere Sachen einfacher transportieren. Das ist für uns ein großer Fortschritt. Das heißt, aktuell sind Sie doch mit dem Fahrrad unterwegs, aber planen das dann umzuverlagern auf ein Lastenrad oder zusätzlich zu Wenn nutzen? der Test gut läuft, dann würden wir das umverlagern aufs Lastenrad. Im Moment sind wir bei ganz normalen Fahrrädern. Sehr, sehr spannend. Das heißt, der Großteil Ihrer Mitarbeitenden kann wahrscheinlich kein Auto fahren oder möchte nicht Auto fahren. Oder warum gerade das Fahrrad? Es ist wie in allen Frankfurter Stadtteilen etwas schwierig mit dem Parken. Das heißt, wenn einer von uns fährt, ist immer das Problem, wir haben einen E-Smart, den wir im Moment fahren, aber auch der braucht einen Parkplatz. Und mit dem Lastenfahrrad sind wir, glaube ich, noch besser, was die Erreichbarkeit unserer Kunden angeht. Und was vermuten Sie? Werden Sie vielleicht nach dieser Testphase sich für ein Lastenrad entscheiden oder können Sie das vielleicht noch gar nicht sagen? Ich bin sehr gespannt, was die Mitarbeiter dazu sagen. Einige finden es gut, andere haben so ein bisschen Berührungsängste. Es ist ein offener Versuch, würde ich sagen. Aber ich persönlich freue mich drauf. Sehr, sehr spannend. Und vielleicht zum Abschluss, wie viele Kilometer planen Sie denn mit dem Fahrrad bzw. dem Lastenrad abzudecken? Sie meinen den Umkreis? Genau. Also ich glaube, von der Apotheke kann man sagen, etwa 5 Kilometer Umkreis. Okay. Das wäre unser Liefergebiet. Vielen herzlichen Dank, Herr Roos, und viel Erfolg mit dem Lastenrad. Alle Testpioniere haben nun ihre Lastenräder bekommen. Und für alle Unternehmen, die jetzt interessiert sind an einem Lastenrad, herzliche Einladung zum Flottengewerbe-Aktionstag im Rahmen der Eurobike am 23.06. Für mich heißt es jetzt aber ab zum Öderweg. Stefan, vor knapp einem Jahr haben wir uns genau hier getroffen. Du hast mir die neu eingeführte Fahrradstraße hier am Öderweg gezeigt. Was habt ihr denn seither verändert, neu gemacht und angepasst? Ja, jetzt sind noch ein paar Aufwertungen im öffentlichen Raum hinzugekommen. Es gibt Stadtmobiliar, es gibt Parklets, Liegen und eine ganze Menge Pflanzkübel mit Bepflanzung und das würde ich dir gerne zeigen. Gerne. Ja, wir sehen hier doch eine ganze Menge Veränderungen im öffentlichen Raum. Wir haben als Stadt Frankfurt hier an der Stelle, wo früher Parkplätze waren, ein Parklet aufgestellt. Das ist ein Modell, das stammt aus Bern. Das haben wir in Lizenz produzieren lassen. Man kann hier einfach sitzen. Man ist nicht gezwungen, ein Getränk zu kaufen. Darüber hinaus gibt es eine ganze Menge Blumenkästen mit Bepflanzung. Wir sehen hier drüben diese großen roten Mega-Blumentöpfe. Ja, das alles wertet hier die Situation auf. Absolut. Und macht es einfach ein bisschen gemütlicher. Stefan, wir sitzen hier auf einem wirklich sehr bequemen Parklet. Wie nehmen denn die BewohnerInnen hier rund um den Öderweg das Ganze auf? Sitzen die hier tatsächlich oder wie sieht das hier aus? Ja, also ich glaube, es kommt total gut an. Ich fahre selber jeden Tag in mein Büro durch den Öderweg durch. Und ist natürlich klar, früh morgens sitzen hier kaum Leute, aber so mittags und abends. Vielen Dank, Stefan, für diese wunderbare Tour durch Frankfurt. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat super Spaß gemacht. Und für alle, die mehr wissen wollen zur werdenden Fahrradstadt, schaut doch mal auf unserem städtischen Radfahrportal vorbei unter radfahren-ffm.de. Und für alle, die sich direkt überzeugen wollen, ich lade euch herzlich zur Eurobike ein, vom 21. bis zum 25. Juni hier in Frankfurt. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.